Moin moin! Heute möchte ich euch mal zeigen, wie stark unser Schuhkleber eigentlich ist, und dafür habe ich einen kleinen Test vorbereitet, indem ich 2 Lederstreifen zusammenklebe, in eine Vorrichtung einklemme, um damit dann ein Gewicht hochzuheben. Ein Kleber ist aber immer nur so gut wie seine Vorarbeiten das zulassen, und deswegen werde ich diese beiden Streifen dementsprechend zum Kleben erstmal vorbereiten. Zuerst werde ich sie jetzt erstmal etwas anrauen, damit die Oberfläche vergrößert wird, wo der Kleber sich dann quasi festhalten kann. Das mache ich mit etwas Schleifpapier und einem Bastelskalpell. Damit ein Kleber aber im wahrsten Sinne auch Hellwasser verspricht, müssen die zu verklebenden Flächen immer trocken, öl-, fett- und staubfrei sein, und alte Klebereste und sonstige Verschmutzungen sind vorher zu entfernen. Nachdem ich meine beiden Klebestreifen also angeraut habe, streiche ich diese mit einer dünnen Schicht von unserem Kleber ein und lasse sie ca. 10 Minuten antrocknen. Jetzt teste ich kurz, dass der Kleber nicht mehr klebrig ist, und dann lege ich die beiden Streifen aufeinander, um sie mit einem Hammer kurz, aber fest zusammenzuklopfen. Wichtig ist hierbei nicht die Dauer des Anpressdrucks, sondern die Stärke, mit dem die Klebepartner zusammengepresst werden. Danach habe ich die beiden Streifen dann erstmal 2 Tage liegen gelassen, damit der Kleber ordentlich aushärten kann. Für diesen Test habe ich mir extra eine Vorrichtung gebaut, wo ich die beiden Lederstreifen einklemmen kann, um damit das Gewicht dann hochzuziehen. Damit die Streifen auch nicht herausrutschen und gleichmäßig festgehalten werden, habe ich hier auf beiden Enden nochmal ein kleines Stück von dem gleichen Leder reingelegt. Somit ist dann gewährleistet, dass die Metallstücke beim Zusammenschrauben überall den gleichen Druck auf die Lederfläche ausüben. Und damit hier am Ende auch wirklich nichts herausrutscht, habe ich das Ganze danach dann nochmal etwas fester gezogen. Zum Schluss habe ich dann an meine Vorrichtung ein Gewicht gehängt, damit ich das Ganze dann hochziehen kann. Und ich habe natürlich für diesen Test nicht irgendein kleines Gewichtlein dran gehängt, sondern gleich mal beachtliche 15 Kilo. Und das ist doch der absolute Hammer, oder? An so einer kleinen Fläche hier so viel Gewicht mit hochzuziehen und das auch noch halten zu können. Also bei dem Kleber müsst ihr euch hier echt keine Gedanken machen, dass der nicht hält. Ausschlaggebend sind wie gesagt die Vorarbeiten. Das muss man halt immer wieder betonen. Wir sehen hier auch, dass die Lederstreifen unter dem Gewicht ganz schön zu kämpfen haben und gedehnt werden. Ich habe den Aufbau dann nochmal über Nacht hängen gelassen, und am Ende haben die Lederstreifen das dann einfach nicht mehr gepackt und sind abgerissen. Also ich finde, der Test spricht für sich selber, und mir fällt da jetzt auch keine sinnvolle Situation ein, wo solche dramatischen Kräfte da an dem Leder von einem Schuh zerren würden. Und mit dem Kleber könnt ihr zum Beispiel ja auch andere Stoffe verkleben, und die Einsatzmöglichkeiten beschränken sich nicht nur auf Schuhe. Aber wenn ihr Schuhe habt, die repariert werden müssen, haben wir dann noch ein Video zu gemacht, und das verlinke ich euch am Ende nochmal. Das und viele andere Videos findet ihr auf unserem Kanal. Es hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.